So, willkommen zu einem kleinen Update-Video today. Heute wirklich ein ganz kleines Update-Video heute. Wir reden natürlich über unsere Haupt-Meme-Stocks like AMC, GME, DGT, Beyond und Bad Buff and Beyond. Aber wir schauen auch ganz kurz an, was macht Highcraft Mining? Wird NIO jetzt noch immer runterfallen? Geht Plug jetzt rauf? Steht FFA wirklich vor einem Squeeze? Was macht Genius Group, GNS? Und hat BLNK immer noch eine Chance? Wenn es euch interessiert, bleibt dran. So, wie immer, Entschuldigung, ich benutze diese Methode hier. Das Erklärvideo verlinke ich am Ende des Videos oder ihr sucht es auf meinem Kanal einfach nach der Fractal Method. Es gibt eine eigene Playlist dazu. Dann springen wir gleich rein zu SPY. Und dazu sei gesagt, wenn euch der SP500 interessiert, werdet ihr sicher am Wochenende bei mehreren Prediktern gehört haben. Krieg, Venezuela, absolut bearish. Sobald die Futures öffnen, werden wir ins Bodenlose stürzen. Weil Krieg ist ja bearish. Naja. Dazu nur eine kleine Sache. Also erstens, wenn man zurückschaut, ist Krieg eigentlich nicht bearish. Man braucht sich nur anschauen, der Tag, wo Russland die Ukraine invaded hat, SPY ist nach oben gegangen. Das nächste Argument, ja, weil Krieg schürt Unsicherheit im Markt. Ja, der Markt mag keine Unsicherheiten. Stimmt. Die Sache ist halt nur, erstens, Trump hat diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beendet. Sogar noch schneller, als die News wirklich darüber berichten konnten. Und zweitens hat Trump halt eine bestimmte Sache klargestellt. Wenn er sagt, wenn ich was sage und ihr fickt's mich, dann werde ich euch bestrafen. Und das Einzige, was er dieses Wochenende gezeigt hat, dass er zu seinem Wort steht. Das heißt, das, was dieses Wochenende bewiesen worden ist, wenn Trump was sagt, dann meint er es auch und dann tut er es auch. Also in meiner Meinung nach schürt das nicht eher Unsicherheit, sondern eher das Gegenteil. Ab jetzt, wenn Trump was sagt, wird ihn die Welt ernst nehmen. Das ist nicht Unsicherheit. Okay, jetzt zum SP500. Kleine Wiederholung. Am 21. November war unser Boden, unser W. Bis zum 17. Dezember haben wir unser großes A mit Pullback gemacht. Seit 17. Dezember bis letzten Freitag haben wir unser B mit Pullback gemacht. Und vor allem haben wir das auch in einem 0.5 perfekt beendet. Ich habe beim letzten Video gesagt, ich habe zwar eine bärische Alternative, wo wir hier runtergekracht werden, aber ich tendiere viel mehr zu einem Bounce. Wir haben einen Bounce bekommen. Was folgt jetzt? Ne? Sache ist, meiner Meinung nach ist das unser Micro-A. Mit schon dem Pullback. Ich tendiere jetzt wirklich dazu, aufwärts. Wenn man die Regeln jetzt 1:1 nimmt, gäbe es die Möglichkeit, dass wir jetzt unseren 0.5 Pullback bekommen. Wäre auch ein Breakout-Retest. Das bedeutet irgendwas 6,84. Und wir gehen dann rauf. Allerdings muss ich halt dazu sagen, das ist Micro-Tracking. Und wenn man das mit diesem Micro-A vergleicht, das war ein kleiner Pullback. Ungefähr das, was wir heute schon gemacht haben. Aber kein 0.5 Pullback. Dasselbe für B. Also ich tendiere einfach wirklich zur Upside. Unser Micro-B sollte irgendwas über den alten Allzeithoch sein. Und dann stehen auch immer meine zwei Preisziele. 703, 716. Ich tendiere mehr zu dem hier, aber wir sind in einem Blow-off-Top. Und es wird immer volatiler werden, bis wir unser absolutes Top bekommen.
Ich würde also das hier nicht ausschließen. Ich würde nicht drauf wetten, aber ich würde es nicht ausschließen. Okay, na dann starten wir gleich hinein in FFI. Auch hier nur ein kleines Update. Wenn euch die ganze Geschichte interessiert, schaut euch das letzte Meme-Video an. Heute einfach nur, was passiert ist. Wir haben unser Low am 21. April gemacht. Seitdem bis zum 17. November, das war unser Makro-High-Low, unser großes. Wir haben ein kleines dazugegeben, vom 17. April bis 31. Dezember. Das ist auch perfekt in einem V&A geendet. Also eigentlich, ich werde das auch dann nachher bei DTG zeigen, großes Makro-High-Low, kleines Micro-High-Low, eigentlich sind wir fertig. Ja. Nächster Move sollte Upside sein. Und meine Preisziele sind relativ hoch. Irgendwas zwischen 150 und 15. Ja, irgendwo da drin. Ja. Für Zeit 2 Versionen. Die absolut bullische. 12. Jänner sind wir schon am Peak oder schon im Rand zum Peak. Und der 18. Februar oder der 19. Februar ist schon der Pullback. Einzige Alternative dazu ist, wir fügen noch ein Higher Low dazu. Und wir werden bis diesen Freitag Low High, Midpoint T, ja, bis zum Freitag. Das V&A in dem Fall wäre $1,05. Und dann rennen wir bis zum 19. Februar. Die einzige absolute bearische Alternative, die ich habe, ist, wir sollten nicht mehr unter $1 fallen. Ja, wenn wir unter $1 drunter fallen, werden wir meiner Meinung nach unter 94 Cent fallen und dann laufen wir in Gefahr, dass wir unter 87 Cent fallen. Und das würde dann bedeuten, das alles war falsch. Davon abgesehen, dass wir dann vielleicht die Listen oder was auch immer passiert, oder wir müssen das ganze Ding nochmal machen. Ja? Und das wären mehrere Monate. Ich sehe es noch nicht, aber als Alternative, wenn wir diese Levels brechen. Für Levels für die Upside, alles über 1,31. Und es gibt für mich keine bearische Alternative mehr. Okay, nächstes. Bed Bath and Beyond. Hier. Auch hier. Einfach nur ein kleines Update, ein ganz kurzes heute. Wenn es euch das Ganze interessiert, wie beim vorigen, schaut sich das letzte Video an. Bearische Alternative als erstes. Das Ganze war nicht Higher Low, das war T. In dem Fall werden wir ihn unternerven, neues All-Time Low machen und dann ist das Higher Low Zeit, bla 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 bla. Für die bullische Variante. Und ich muss dazu sagen, ich war ja in letzter Zeit eher bearish, vor allem weil wir hier dieses Level gebrochen haben. Mit dem Ausbruch heute, in dem Fall seit dem 31. Dezember wäre dieses Higher Low fertig und wir sind jetzt ausgebrochen. Einzige Alternative, wenn wir jetzt nicht sofort Gas geben, wäre noch ein Breakout Retest, also irgendwas 5,69-ish. Ja, das wäre halt noch ein kleines Higher Low dazu, genauso wie bei FFAI. Und dann geht es hinauf. Aber ganz ehrlich, also alles über 7,27. Und es geht nach oben. Nächstes Ziel, irgendwas in dem Bereich hier. 25, 27, 18 für A und 36 für B. Und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht. Und vergleichen würden wir es mit März 2020. Da wären wir gerade. Und das ist der nächste Move. Ja. Also Levels-wise alles über 7. Perfekt. Sollten wir unter 45 wieder fallen, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, wir kommen dann in diesen Bereich, wir haben hier keinen Support. Hier wird es sehr schnell runtergehen. Aber mit diesem Ausbruch werde ich wieder ein
bisschen bullischer. Schaut gut aus. Okay, kleines Update zur Hardcraft Mining. Auch hier, wen es interessiert, schaut sich das letzte Video an, heute nur das Update. Wir hatten ja heute einen ziemlich guten Run. Für die Upside-Alternative. Wenn wir 30 brechen, ja, dann werde ich an dem gleichen Tag ein Video machen und sagen, mein Tracking hier war falsch. Ja, weil dann müssen wir ein neues Low suchen. Ich bin aber dann noch immer der Meinung, es wird nicht hier raufgehen, sondern wir werden unser nächstes High irgendwo hier suchen. Ja. Ich gehe noch immer davon aus, dass das hier am 23. Dezember unser Peak war und dass das hier unser Lower High ist. Vor allem, wir vergleichen das ja mit diesem Move hier. Da war da unser Peak. Wir sind runtergefallen, wir haben sogar einen Gap Down gehabt, sind wieder raufgekommen, fast über das High wieder drüber und dann runtergeknallt. Also im besten Fall, wenn mit Tracking noch immer richtig ist, sind wir jetzt gerade hier. Und das ist unsere nächste Richtung. Ja. Und wenn man sich das genau anschaut, 4 Stunden Chart, ohne After Hours, ja, wir haben hier eine Gap nach unten. Wir sind draufgegangen. Ich tendiere noch immer dazu, dass das unser Low High ist. In dem Fall geht es jetzt sehr schnell nach unten. Wie immer, wie tief? Das hier ist unser Low, das ist unser A-Peak. Ich bin noch immer der Meinung, wir gehen runter zu 7. Schauen wir. Okay. Nächstes NIO. Auch hier nur ein kleines Update. Ich habe ja in den letzten Videos schon gesagt, selbst mit diesem Run gehe ich noch immer davon aus, dass wir unser V an der A brauchen. Das V an der A ist bei 4,37 und dass das hier unser T war. Ja? Und wir sind runtergenervt. Ich gehe also wieder noch immer davon aus, bis zum 12. Jänner, also wahrscheinlich bis zum 9. Jänner, diesen Freitag, werden wir hier runterfallen. Wie viel ist das? Ja, 10%. Wir haben heute schon 5 gemacht, also kein Problem. Bis zum 9. 12. Jänner fallen wir unter 4,37. Dann werden wir wahrscheinlich bis zum 22. Jänner unser kleines Micro-High-Low machen. Und dann geht es nach oben. Nach dem nächstes Ziel ist 16 für B. Und dann ist auch nur nicht mehr die Frage, weil das hier ist unser großes Makro-C. Wir müssen also über 70. Und wenn es nur $1 ist, wir müssen drüber. Noch einmal, warum tendiere ich dazu? Weil wir haben hier ein V, High Low A mit einem Head and Shoulders. Es ist dasselbe, was wir 2020 gemacht haben. V, High Low A, Head and Shoulders, runtergeknallt. Ja. Und in dem Fall, die letzten 2 Wochen waren das hier. Wir wollen noch immer diese Candle sehen. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Nächstes ist Plug. Auch hier nur die kleine Wiederholung. Einfach nur, damit Leute sehen, ob das Tracking noch passt. 2 Versionen. Die bärische Version ist, dass das Ganze hier unser Higher Low ist. Einfach deswegen, weil wir unter der Trendlinie sind und weil wir noch kein Higher Low gemacht haben. Also kein Makro, kein großes. Ja. In dem Fall müssen wir hier runterknallen bis zum 6. Februar irgendetwas unter $1,03. Dann wird es nach oben gehen. Aber mit dem Ausbruch heute und am Freitag, es schaut also mehr danach aus, dass das Ganze hier A ist. Das Higher Low versteckt sich halt. Ja. In dem Fall nehmen wir vom Low bis zum Top unsere 0,5, die ist hier. An der sind wir auch gebounced. Wir haben jetzt ein kleines Higher Low drangelegt
was auch in einem V&A geendet ist. Und dann haben wir einen Ausbruch gemacht. Also wenn wir irgendetwas über 2,48 gehen und dann über $3, ist meine bärische Alternative tot. Ja? Auch, weil ich ja gesagt habe, ich möchte entweder das Knife oder den Trend Change am 29. Dezember sehen. Und ich meine, gut, 2 Tage später. Das ist bullish. Was wären die nächsten Ziele? Naja, also wenn das hier unser A ist, unser B ist bei 31. Und dann muss man dazu sagen, das ganze Ding hier ist nur unser Higher Low. Wir wären jetzt dann gerade auf dem Weg zu unserem großen A. Ja? Also irgendetwas über 71. Mal schauen. Schaut super aus. Okay. Nächstes GNS. Auch hier noch ein kleines Update. Wir fangen mit der bärischen Version an. Die bärische Version ist, das Ganze ist nur ein Higher Low. Ja? Bedeutet, das ist aber noch nicht fertig. Und in dem Fall, hier ist unser A, hier ist unser A-Boden, müssen wir unter 30 Cent. Ja? Und in dem Fall würden wir bis zum 12. Februar hier runterfallen. Bis zum 25. Februar machen wir unser kleines Higher Low. Und dann geht es nach oben. Sehe ich noch nicht, weil der Unterschied zum Beispiel zu Plug ist, wir haben hier ein Higher Low. Ja? Und von der Größe her passt das auch. Das wäre also A. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, jedes Mal in der Vergangenheit hat GNS wie Higher Low und den Run gemacht. Hier auch. Wie Higher Low Run. Wie Higher Low Run. Ja? Die Sache, dass wir jetzt plötzlich wie Higher Low A und Pullback machen, deswegen habe ich mehr dazu tendiert, dass das Ganze Higher Low ist. Wenn aber nicht, wenn man sich das hier anschaut und das ist A, dann ist unsere Point 5 hier. Wir sind daran gebounced, machen im bullischen Fall gerade ein Micro Higher Low, was auch schon fertig ist, und sind seit 31. Dezember nach oben gegangen. Sache ist die, wenn wir über 71 Cent gehen, gibt es für mich keine Alternative mehr, dann geht es nach oben. Sollten wir hier diese Trendlinie rejecten, wo man sagen kann, haben wir heute vielleicht schon? Ich möchte aber Bestätigung sehen. Also wenn, dann muss ich sowas sehen. Ja. Wenn wir das machen, dann geht es nach unten und das ganze Ding ist wirklich Higher Low. Wenn nicht und wir gehen nach oben, naja, ich würde sagen, unser Top, ob in dem Bereich hier, also irgendwas zwischen 6 und 265, ist der 11. Februar. Und der 25. Februar wäre schon das Pullback. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, wir werden diese Woche die Antwort kriegen. Ja. Also, wenn wir diese Woche über 71 Cent gehen, ole, sollten wir runtergehen, dann wird es noch ein bisschen länger dauern. Okay, nächstes BLNK. Auch hier einfach nur ein kleines Update. Bullish und Bearish. Egal ob Bullish oder Bearish, das ganze Ding ist unser T. Es war früher unser Higher Low. Und ich hätte es mir gewünscht, dass es das ist. Dafür hätten wir hier bouncen müssen. Sind wir nicht. Somit war das unser T. Und mit dem Fall bin ich sehr bearish geworden. Allerdings, ich sage immer dazu, das T muss unter den Wert gehen, wo es angefangen hat. Und die Sache ist, das haben wir schon. Ja. Hier mit, was war das? Den 30. Dezember sind wir drunter. Drunter unter dem. Also technisch gesehen ist T fertig. Ja. Normalerweise geht es weiter runter, aber wir sind hier gebounced. Also technisch gesehen sind wir fertig.
Was fehlt jetzt noch? Ja, jetzt fehlt noch ein kleines High-Low. Ja. Ähm, ich nehme also an, wir könnten so ein kleines High-Low bis zum 9. Jänner machen. Also diesen Freitag. Würde bedeuten, ja, das wäre schon unser C, unser Lower High, Midpoint, T. 66 Cent wäre unser V&A. Und danach brauchen wir aber leider noch immer unser Makro-High. Ja, also sowas. Ja. Und dann, also wenn wir damit fertig sind, ist unser nächstes Ziel, unser A, irgendwas hier in dem Bereich, 5, 6, 4 Dollar. Unser B ist 26 und dann ist natürlich die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Ich habe letztens die Bars-Pattern gezeigt. Ich habe es aktualisiert, weil ich lag ein bisschen falsch. Nicht falsch, ich habe es nur vergessen. Die letzten Bar-Pattern waren von hier. Ja? Weil wir halt gedacht haben, dass wir das und das High-Low schon hinter uns haben. Da wir aber jetzt erst das T gemacht haben, sind diese Bar-Pattern falsch. Fürs Bullische müssen wir also diese hier nehmen. Ja? Und in dem Fall würde das Ganze so ausschauen. Ne? Ja. So, hier wäre dann das wäre unser High-Low. Ich sage nicht, dass es so lange dauern muss, ja, nur zum Vergleich. Hier wäre dann unser A und hier unser B. Einfach nur, um eine Ahnung zu haben, wie es ausschaut. Ich sage nicht, dass es genauso ausschaut und ich verwende Bars Pattern auch nicht zum Zöcken, einfach nur, um eine Idee zu bekommen. Ja. Okay, dann haben wir eigentlich schon alle. Jetzt kommen die Hauptmemes. Fangen wir mit EMC an. Auch hier nur eine kleine Wiederholung. Wenn ihr die ganze Geschichte wollt, schaut sich das letzte Video an. Wir hatten heute einen ziemlichen Drop. Aber das Interessante ist, wir sind nicht unter das Low vom letzten Freitag gefallen. Das könnte also meiner Meinung nach wirklich schon der Boden gewesen sein. Ja. Auch interessant ist, gehen wir aufs 5-minütige. Wenn man sich das anschaut, das hier ist der Boden vom letzten Freitag und das hier ist ein Micro-High-Low. Ja. C, B, A und hier unten ist unser High-Low. Also dieses Micro-High-Low ist fertig. Also höre ich schon die nächste Frage. Also das können wir jetzt gewissen. Nein, aber es schaut gut aus. Wenn wir dieses Level halten, dann, was kommt jetzt? Dann können wir jetzt endlich anfangen mit unserem Makro-High-Low. Ja? Das letzte High-Low, was wir sehen werden. Ich glaube nicht, dass wir über 2 gehen, aber wie gesagt, A, B, C, Lower High, Midpoint, T. Und sobald wir das V&A machen, das ist dabei. Ja? Schauen wir mal. Für GameStop, auch hier noch ein kleines Update. Wieder mal, wollt ihr die ganze Geschichte sehen, schaut euch das letzte Meme-Video an. Für GameStop ist die Sache die, wir sind ja nicht gesqueezed diese Woche. Ja? Es ist Montag, nächste Chance ist wieder Freitag. Und weil viele sagen, das ist unser High-Low. Nee. Für mich noch immer nicht. Für mich ist es noch immer so, Lower Timeframe. Das letzten Freitag war unser T-Peak. Der T-Peak von dem Ganzen hier. Heute hatten wir die Chance, das zu bestrafen und drüber zu gehen. Sind wir nicht. Wir haben einen Lower Peak heute gemacht. Meiner Meinung nach runter, to Midpoint, to T und dann werden wir unter dieses Low fallen. Und im besten Fall sehen wir diese Woche die 17. Ja, ich sage deswegen im besten Fall,
weil dann sind wir fertig. Wir brauchen zumindest den Bruch hier. Egal, ob es jetzt 18, 1850, 1750 oder 17 ist, wurscht. Wir müssen hier drunter. Ja. Wir können auch diesen Bullshit machen, dann dauert es länger. Das wollt ihr nicht. Wir wollen hier drunter. Dann sind wir fertig. Ja. Und ich gehe davon aus, gute Chance, dass wir das diese Woche sehen. Was auch immer für News kommen werden. Ich weiß es nicht. Okay. So viel dazu. DGT noch. Hier DGT. Auch hier, kleines Update. Sache ist die, perfekter grüner Tag, perfekter Bounce. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, unser Low war am 21. November. Seitdem haben wir ein kleines High Low gemacht. Dann noch ein Micro High Low in dem Moment, wo es fertig war. Merchant News. Perfekt. Das war unser A. Das ist unser A-Pullback. Perfekt in der Nähe von der Point 5. Und heute war die Bestätigung, dass das unser A-Pullback war. Meiner Meinung nach. Nächstes Ziel ist also B bei 30. Kleiner Pullback. Dann drauf zu unserem C. Unser C wird diese Linie, diese Trendlinie hier meiner Meinung nach nicht brechen. Wir werden wieder runterfallen und unser Preisziel danach ist irgendetwas unter 12,50, weil das ganze Ding ist einfach nur High Low. Das große Makro High Low zu dem hier. Und der Punkt hier, das ist der Punkt zum wirklichen Einkaufen, weil dann unser Makro A ist 60, unser Makro B ist 80. Und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Ja? Ich sage nicht, das wird mehrere Monate dauern. Ich habe das nur so gezeichnet, damit man es besser sieht. Ja? Wenn man sieht, wie schnell das A und der Pullback war, kann das schnell gehen. Ja, also vielleicht machen wir auch das. Ganz schnell. Ja? Okay. Und letztes. Beyond. Weiß ich jetzt nicht schon gezeigt? Nein, habe ich nicht. Ich habe mit FFE angefangen, glaube ich. Für Beyond 2 Varianten. Die bullische ist von Oktober bis November unser großes High Low. Fertig. Wir haben ein kleines High Low drangehängt, was mit 31. Dezember fertig ist. Und mit diesem Ausbruch sind wir fertig. Ja? Alles über 1,25. Und wir schießen nach oben. Nächstes Ziel 27 bis 2015 ist unser A. Wieder Pullback. Und B ist bei 43. Die einzige Alternative, die ich habe, ist, das Ganze ist, das ist nicht ein kleines High Low. Das ganze Ding ist High Low. Und das würde bedeuten, dass das hier unser T war. Und wir müssen noch immer dann diese Gap füllen. Irgendwas bei 88 Cent und 66 Cent. Wir müssen die füllen. Für das möchte ich jetzt aber Downside sehen. Ja. Einfach runter. Ja. Wenn wir jetzt hier weiter raufgehen und über 1,26 gehen, dann ist diese Alternative tot. Ja. Sollten wir unter 81 Cent gehen, ja, dann gäpfeln wir. Ja, ich glaube, das war alles für heute. Wie gesagt, war nur ein kleines Update, einfach nur, damit die Leute sehen, ob das Tracking noch passt. Alle anderen, die ich heute nicht besprochen habe, wie Sava, Fuser, C3I, Bullgrab, Unity, Open, gilt das alte Tracking, die haben nichts gemacht. Also nichts Tracking-Verändertes. Okay. Wenn es euch gefallen hat, gebt es ein Like. Das Erklärvideo kommt hier. Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, hier ist der Abo-Button. Schauen wir mal, was der Rest der Woche uns bringt. Wir sehen uns.